Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute machen wir mal ein Paint and Talk, ein neues Format. Ich bin gerade auf dem Weg zum Malkurs VHS Korneuburg und ich habe mir gedacht, das ist jetzt nämlich ein 4-stündiger Kurs, dass ich euch da so ein bisschen mitnehme. Als erstes gab es mal ein bisschen eine Materialkunde im Kurs. Die Vortragende, also die Kursleiterin, hat uns etwas erklärt über die Aquarellfarben und über die Pinsel und die Stifte, die sie verwendet und wie sie am meisten die Materialien verwendet und wie sie zeichnet. Dann war die erste Aufgabe, wir sollten unseren Aquarellmalkasten hernehmen und sie swatchen. Also die Farben, die einzelnen swatchen. Ich habe mir dann einfach, weil ich viele Farben in meinem Kasten drinnen habe, habe ich mir auf dem Papier einen Raster gemacht mit 5x10 Kästchen und habe dann geschaut, wo sind die hellen Farben in meinem Malkasten und wo sind die dunklen Farben und habe zuerst angefangen, die hellen Farben zu swatchen und dann die dunkleren und habe darauf geachtet, dass die Farben so geswatcht sind, dass ich sie erkenne, wo sie in meinem Malkasten drinnen sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, zweimal habe ich mich dabei vertan und habe nicht ordentlich die Kästchen abgezählt und habe das dann mit dem Tuch wieder versucht, ordentlich abzutupfen und dann an die richtige Stelle die Farbe zu swatchen. Dann ging es schon an die erste Malaufgabe, also die Vortragende ist dann durchgegangen und hat mit mir auch mein geswatchtes Bild angeschaut und war auch bei manchen Farben überrascht, wie sie auf Papier aussehen. Und da hat sie gesagt, deswegen ist es auch sinnvoll, das zuerst zu machen, damit man seine Farben kennenlernt und sieht, wie sie auf Papier aussehen. Und die erste Technik, die wir gelernt haben, war der Farbverlauf, dass man zuerst mit einer dunkleren Ebene startet und dann mehr Wasser auf den Pinsel aufnimmt und das dann sozusagen leicht verlaufen lässt, dass es heller verläuft. Ich muss sagen, das hat bei ihr ziemlich einfach ausgesehen, aber ich habe dann relativ schnell beim Zeichnen erkannt, dass das nicht so einfach ist. Das war dann schon einmal die erste Hürde und Herausforderung. Wir sollten irgendein Muster aufzeichnen auf dem Aquarellpapier mit den Tuschestiften. Ich verwende die von Faber-Castell, die permanenten Tuschestifte, die wasserfest sind. Das ist wichtig, wenn man mit Aquarell drüber malt, sonst würden die Stifte wieder verlaufen. Und ja, habe dann einfach einmal so ein paar Schlangenlinien gezeichnet und dort, wo die Linien sich überkreuzt haben, wo dann so neue Flächen entstanden sind, die habe ich dann schraffiert oder gepunktet und habe versucht, dann ja mit einem hellen Türkis bin ich mal gestartet, mit so einer Mintfarbe und habe da mal angefangen zu malen. Das erste, was ich versucht habe, war überhaupt mal in den Flächen zu bleiben mit meinem Pinsel. Ich verwende hier einen 12er Pinsel, das war auch ihre Empfehlung, dass ich da mal mit einem 12er Pinsel starte und habe da dann versucht, mit meinem Pinsel ordentlich herauszufinden, wie viel Farbe brauche ich, wie viel Wasser brauche ich. Da angefangen mal in diesen Flächen, die ich gezeichnet habe, da drinnen zu bleiben und genau, und dann versucht, mit der Farbe, dass das gut ausgemalt ist, sagen wir so, und versucht an manchen Stellen einfach mehr Farbe ins Spiel hineinzubringen. Und ich habe dann auch da gemerkt, wenn das Blatt noch nass ist, wenn die Ebene noch nass ist, dann kann man da nicht noch mehr Farbe reinbringen. Man muss echt mal abwarten, bis das getrocknet ist und dann mit einem zweiten Layer eine zweite Farbe, eine zweite Schicht drauf geben, damit es dunkler wird. Ja, ich habe dann auch versucht, die bemalten Flächen
verlaufen zu lassen, aber auch das war nicht so einfach, wie es bei ihr ausgesehen hat. Also da habe ich dann relativ rasch gemerkt bei dem Bild, ich habe es halt versucht, mit verschiedenen Blau- und Lila-Tönen habe ich mich gehalten, dass ich da einfach einen schönen Verlauf hineinbringe, indem ich die Farbe zwischendurch auf meinem Malfetzerl abgetupft habe und dann einfach nur mit Wasser versucht habe, hier einen schönen Verlauf reinzubringen. Das muss ich definitiv noch üben. Genau, da habe ich einfach immer wieder weiter dran gemalt. Und am Gegenende habe ich dann noch versucht, irgendwie so ein bisschen Freestyle, einfach mich so ein bisschen mit der Aquarellfarbe anzufreunden und habe dann einfach mit Wasser und mit Farbe habe ich verschiedene Kleckse gemacht. Ich habe geschaut, dass ich zum Beispiel ein paar Spritzer drauf gemacht habe oder das Blatt Papier mit Wasser zuerst einmal angefeuchtet habe und dann mit Farbe reingegangen bin, um zu schauen, wie verläuft die Farbe da drinnen. Ich habe für mich aber gemerkt, dass mir das freie Malen schwerfällt und mir auch nicht so einen Spaß macht und dass ich zum Beispiel zuerst vorzeichne und dann diese Flächen zum Beispiel ausmal. Das macht mir viel mehr Spaß. Aktuell male ich auch zum Beispiel Pokémon mit meinen Kindern zu Hause. Ich war ja dort, als Kind war ich ein totaler Anime-Fan. Ich habe schon früh angefangen, Comics zu zeichnen, Figuren abzumalen. Das Abzeichnen habe ich richtig perfektioniert als Kind. Zum Beispiel von kleinen Bildern auf vergrößert abzeichnen. Und dass mein Bild zum Beispiel größer ist als das vorgegebene Bild. Das Abzeichnen habe ich richtig viel geübt als Kind und dann auch eigene Comics gezeichnet, eigene Geschichten ausgedacht. Also ich habe als Kind gemerkt, die Kunst, das ist so meine Welt, und wenn ich das jetzt so als erwachsene Revue passieren lasse, dann merke ich, dass die Kunst eigentlich meine Welt, mein Überlebensort war, mein Kraftort war, oder auch dahin, wo ich geflüchtet bin, wo es eine heile Welt war, wo es irgendwie eine freie Welt war, ja, also keine Kontrolle, kein Druck, kein Schmerz, keine Ängste, sondern einfach Raum und Zeit vergessen und im Flow sein. Und das habe ich so für mich Revue passieren lassen. So, das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Also das Malen und das Zeichnen, da bin ich immer total im Hier und Jetzt hineingesunken. Ich konnte stundenlang bei der Sache bleiben, habe die Zeit vergessen. Früher als Kind kann ich mich erinnern, wenn ich so zurückschaue, dass ich oftmals nachts in den Ferien mir ein Licht angemacht habe. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und habe mit Wasserfarben einfach wild drauf losgemalt oder auch mit Tuschestiften. Was ich als Kind sehr gern gemacht habe, war mit Bleistift vorzeichnen und dann mit Tuschestiften nachzeichnen. Und zum Schluss habe ich dann ausgemalt, also es kam manchmal vor, wenn es ein sehr detailliertes Bild war, dass ich an einem Bild 3 Tage lang gesessen bin. Muss ich mal schauen, ob ich euch da ein paar Sachen einblenden kann, ob ich da noch was finde, was ich früher gern gezeichnet habe. Und ich war ein totaler Dragon Ball Z-Fan, von Son Goku war ich ein Riesenfan. In meiner Traumwelt habe ich mir immer vorgestellt, dass wir befreundet sind, dass ich in der Dragon Ball Welt lebe und dass Son Goku und ich befreundet sind. Das fand ich immer toll, darüber nachzudenken. Auch Sailor Moon habe ich mir gerne angeschaut und Pokémon habe ich mir gerne angeschaut. Und ich habe Pokémon eine Zeit lang, wo dann die Spiele rausgekommen sind, da war ich 10 Jahre alt, da ist die blaue Edition bei uns rausgekommen für den Gameboy. Also blau und rot war es. Ich habe die blaue dann bekommen, wo ich 10 Jahre alt war. Und ich habe dann angefangen, die Pokémon zu zeichnen. Vorher war es Sailor Moon, was ich viel gezeichnet habe, und danach eben Pokémon. Dann hat so meine Pokémon-Ära begonnen, und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst oder daran erinnern könnt. Wir hatten damals so eine Art Tattoo-Stifte in verschiedenen Farben, in Metallic- und Glitzerfarben, Neonfarben, und damit haben wir uns unsere Hände bemalt, unsere Haut bemalt, und dann kamen schon von meinen Klassenkameraden schon Bestellungen, dass ich ihnen einen Arktos zeichnen soll oder ein Ditto
oder ein Pikachu oder Shiggy, was auch immer. Ja, also die wollten dann immer, dass ich ihnen mit diesen Stiften auf der Haut irgendwas aufmale. Ja, also da kamen dann so die Bestellungen rein. Und ich habe mir damals auch mit Window Color, habe ich mir auch immer so auf Klarsichtfolie habe ich mir Pokémon zuerst die Umrandung gemacht und dann habe ich sie auskoloriert. Ich kann mich erinnern, ich habe versucht, ein Arctos Freihand auf der Scheibe direkt zu malen, aber das ist natürlich immer wieder verlaufen, keine Chance. Habe es trotzdem aber immer wieder versucht, ob ich das zusammenbringe. Ja, also mein Kinderzimmer und die Fenster, die waren dann voller Window Color mit Pokémon. Mit den Pokémon-Bildern, die ich gezeichnet habe, ja. Das waren noch Zeiten, ja. Und dann kam meine Harry Potter-Zeit, ja. Da habe ich auch Harry Potter dann gezeichnet. Also ich habe mich da recht ausgetobt und wo meine Dragon Ball Z-Phase so intensiv war, habe ich auch angefangen, eigene Geschichten mir auszudenken und eigene Charaktere mir auszudenken und die zu malen, die dann zu einem Super Saiyajin werden. Ja, also das, egal was im Außen war, also meine Kindheit war wirklich keine schöne, keine sichere, keine liebevolle Kindheit. Ich habe auch in meinen vorigen Videos schon öfter mal angeschnitten, dass ich eher emotional sehr distanziert aufgewachsen bin. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Meine Mutter war ja sehr mit ihren Problemen und mit ihrem Leben beschäftigt. Und ja, es war sehr einsam eigentlich in meiner Kindheit und da war viel Traurigkeit da und das Zeichnen und das Malen und die Animes, das war so meine heile Welt, die ich mir da als Kind aufgebaut habe. Und jetzt als Erwachsene, in letzter Zeit muss ich da so oft drüber nachdenken, da realisiere ich, dass das menschliche Gehirn unglaublich gescheit ist, unglaublich klug ist. Das hat nämlich meine traurige Welt, meine einsame Welt einfach bunter gemacht, indem es mir meine Kunst und kreative Welt geschenkt hat. Und wenn ich mal traurig war, habe ich zum Beispiel Geschichten geschrieben oder Gedichte geschrieben. Ich habe auch eine Zeit lang sehr, sehr viel gelesen als Kind. Die Harry Potter Bände, die habe ich alle verschlungen. Enid Blyton, die Romane, die 5 Freunde, die habe ich auch, die Teile habe ich regelrecht verschlungen. Die habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Und ich war damals auch lieber in der Schule als zu Hause, bis irgendwann die Therapeutin von meinem Sohn zu mir gesagt hat, dass ich soll mal nachdenken, warum das so ist. Das ist eigentlich kein positives Zeichen, weil ein Kind lieber in der Schule ist als daheim, weil das meistens so eine Flucht ist vom Zuhause. Das hat mich auch ziemlich zum Nachdenken angeregt. Und ja, ich wollte dann auch irgendwann einmal Kunst studieren, aber ich habe das Zeichnen dann, wie ich in die HTL gekommen bin, die war sehr, sehr fordernd, die Schule. Es war eine technische Schule. Ich habe dann auf Ratschläge meines Vaters seine Vorschläge, seinen vorgeschlagenen Weg eingeschlagen, obwohl ich lieber etwas Künstlerisches gemacht hätte, was Freieres gemacht hätte. Ja, und ich habe dann in der Schule keine Zeit mehr gehabt eigentlich zum Malen. Ich habe das dann ja abrupt von heute auf morgen, was mich eigentlich täglich jahrelang begleitet hat, das habe ich dann eigentlich aufgegeben, weil da kein Platz mehr in meinem Alltag dafür war. Die HTL war schon sehr, sehr hart für mich. In einer männerdominierten Schule, Technik, da ist alles sehr vorgegeben, sehr starr, sehr konservativ. Da ist nichts mit Freiheit oder freier Interpretation oder bunt, da ist alles ziemlich fade, würde ich jetzt mal sagen. Also aus meiner Sicht, ja. Also wenn jemand auch einen technischen Weg gewählt hat und das erfüllt ihn, dann freue ich mich für dich. Aber für mich war es halt sehr, sehr fade für einen Mensch, der halt sehr frei ist und sehr kreativ ist. Ja, ich habe dann aber trotzdem nach der Matura versucht, in eine Kunstuni reinzukommen und habe dann so ein bisschen recherchiert und habe mich dann auch
in Wien auf einer Kunstuni angemeldet. Da gab es eine Aufnahmeprüfung und da wurden jährlich nur 10 neue Studenten aufgenommen. Ich war aber mutig und habe es gewagt und die Eintrittskarte für die Aufnahmeprüfung, die 2 oder 3 Tage lang gegangen ist, war eine Portfoliomappe mit mindestens 20 Werken. Und dann habe ich nach der Matura den Sommer damit verbracht, meine Portfoliomappe zu gestalten und habe dann wieder angefangen zu zeichnen. Da habe ich erstmalig die Aquarellfarben für mich entdeckt und kennengelernt und habe dann da angefangen, einfach einmal Bilder abzuzeichnen. Zum Beispiel, ich habe mir, glaube ich, ein Aquarellbuch damals gekauft und da waren so Illustrationen drinnen und das habe ich einfach mal versucht abzuzeichnen. Und habe dann verschiedene Maltechniken ausprobiert, mit Kohlestiften, mit Graphitstiften, also querbeet habe ich dann einfach einmal versucht, mit verschiedenen Medien zu zeichnen. Ja, und dann kam die Ernüchterung. Ich bin dann meine Portfoliomappe war fertig. Ich bin dann zur Aufnahmeprüfung gegangen, habe die 3 Tage dann wirklich absolviert. Das ging den ganzen Tag. Da musste man auch mit Knete irgendwas modellieren, das weiß ich auch noch. Ich glaube, einen Apfel musste man modellieren. Und auch die Aufgaben waren dort vorgegeben. Man musste gewisse Sachen es war eine Mischung aus Modellieren und es war auch eine Mischung aus Abzeichnen und dann gab es aber auch ein eigenes Projekt, also da sind die Studenten dann reingerufen worden, da waren, ich glaube, 2 Männer drinnen, die das Ganze da geleitet haben und dann hat jeder sein eigenes individuelles Projekt bekommen, was er umsetzen sollte. Ja, und dann kam die Ernüchterung. Am letzten Tag wurde dann jeder einzeln reingerufen und hat ein Feedback bekommen und da wurde ich ganz schön in den Boden gestampft und niedergemacht und das war so mein Hoffnungsschimmer. Ich wollte da unbedingt rein, ich wollte eine von 10 sein, die aufgenommen wird und da die endlich auch ihren künstlerischen Weg irgendwie auch endlich findet und einschlagen kann. Und dann, ich habe mich darauf vorbereitet und ich hatte diese Vision und dachte, ja, das ist jetzt mein Weg in die Kunst zurück. Und dann wurde ich da wirklich komplett eigentlich zerschmettert und das hat mich in ein tiefes, tiefes Loch gestürzt und ich habe dann aufgehört mit der Kunst. Ich habe dann aufgehört mit dem Malen, mit dem Schreiben, mit dem Kreativsein und für mich war in meiner Kindheit, dass in den letzten Wochen befasse ich mich sehr damit, was hat mir als Kind Spaß gemacht, wieder mich mit meinem inneren Kind zu verbinden. Und es war einerseits eben das Malen, das kreative Ausleben, das Malen, das Gestalten, das Zeichnen, die Musik hören dabei. Also ich habe immer mit Kopfhörern dazu Musik gehört, das Tanzen, eigene Choreografien ausdenken und tanzen. Das habe ich total gerne gemacht. Das liebte ich. Musik hören, tanzen, malen und das Lesen. Heutzutage finde ich das Lesen jetzt nicht mehr so prickelnd. Irgendwie habe ich da die Geduld nicht mehr dafür, mich jetzt wirklich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Das ist nicht mehr so meins. Aber was ich jetzt für mich wieder entdeckt habe, ist eben das Zeichnen und das Malen. Und da war jetzt einfach dann dieser Aquarell-Anfängerkurs, den ich gefunden habe auf der VHS Korneuburg. Das passt doch super wie die Faust aufs Auge, mich da wieder so hineinzustürzen, hineinzuwagen und wieder etwas Künstlerisches und Malerisch zu machen. Und ich habe dann für mich entdeckt, hey, ich habe zwar nie etwas Künstlerisches, keine Ausbildung gemacht, ich habe keine Schule gemacht, keine künstlerische, ich habe auch keine Kunst studiert. Ich habe zwar in meinem Pädagogikstudium den bildnerischen Zweig als Schwerpunkt gewählt. Ich habe da auch da habe ich wieder gemerkt, dass ich da, wenn ich da wirklich in einem Projekt drinnen war, was mir Spaß gemacht hat, was mich erfüllt hat, dass ich da voll im Flow war und stundenlang bei mir sein konnte und zeichnen konnte. Also das habe ich immer wieder erlebt, auch als Erwachsene noch. Aber ich habe nie wirklich wieder so zurückgefunden, denn diese
Aufnahmeprüfung, die hat mich damals ziemlich zerschmettert und in ein tiefes Loch gebracht. Also das hat mich wirklich, das hat wirklich mein Herz zur Kunst gebrochen und auch in mich selbst, meine künstlerische Fähigkeiten habe ich dadurch auch in Frage gestellt und ja, genau. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich jetzt diesen Kurs mache, dann ist das wie, als würde ich einen Kindheitstraum erfüllen, aber auf andere Art und Weise. Ich lerne jetzt etwas von jemandem, der das gut kann, der das vielleicht wirklich studiert hat und der das auch hauptberuflich macht. Und der kann mir da was weitergeben und zeigen. Und deswegen habe ich jetzt auch Freude daran, mich da hineinzustürzen. Zu Hause male ich momentan mit meinen Kindern Pokémon. Auch da habe ich mich wieder mit meinem inneren Kind verbunden und ich knüpfe einfach da an. Ja? Das ist auch Teil meines Heilungsprozesses. Ich knüpfe einfach da an, wo ich weiß, das hat mir als Kind wirklich Spaß gemacht. Da war ich im Flow, da bin ich aufgegangen. Und da knüpfe ich gerade an. Ich schaue mit meinen Kindern momentan die ganz alten Pokémon-Folgen. Wir sind gerade bei Staffel 2 bei den Orange-Inseln, wo Ash seine Arena-Orden alle abklappert und gewinnt. Und das schaue ich gerade mit meinen Kindern zu Hause. Und dann machen wir auch so Mal-Sessions, wo wir zu Hause, wo sich jeder ein Pokémon aussucht und das dann malt. Und was ich halt jetzt für mich entdeckt habe, ist, ich zeichne, also ich habe ein Sketchbook, da zeichne ich mit Bleistift die Pokémon vor und dann male ich sie mit Aquarell aus. Also ich verknüpfe quasi etwas Altes, wo ich weiß, das hat meinem inneren Kind, der kleinen Nicole, voll viel Freude bereitet und ihre dunklen Stunden erhält. Das habe ich jetzt mir wieder hergeholt und verknüpfe es mit etwas Neuem, mit der erwachsenen Nicole, nämlich einer neuen Maltechnik, dem Aquarell. Und somit habe ich zwei Welten, die kleine Nicole und die große Nicole, miteinander verknüpft und verbunden. Und es fühlt sich für mich gerade sehr, sehr stimmig an. Hier einfach das aufzugreifen und für mich im Alltag neu auszuleben und zu entdecken und mich auf diese malerische Reise zu begeben. Worauf ich mich gerne fokussieren möchte mit dem Aquarell ist das Urban Sketching. Das heißt mit Tuschestiften zum Beispiel eine Landschaft zeichnen. Ihr wisst ja, ich liebe es, in der Natur spazieren zu gehen. Und ich dachte mir, ich verbinde jetzt diese neue Leidenschaft mit einer neuen Maltechnik, dass ich einfach irgendwo mich hinsetze in einer Landschaft und das skizziere und das dann einfach mit Aquarell schön ausmale. Also ich weiß, das braucht viel Übung, vor allem weil man auch mal mit dem Aquarell erst einmal zurechtkommen muss, mit dieser Maltechnik. Ich freue mich auf die nächsten Malkurse und schreibt mir gerne, was ihr vielleicht als Kind gerne gemacht habt, was ihr auch als Erwachsene vielleicht noch immer auslebt, oder vielleicht fühlst du dich gerade inspiriert und denkst dir, ja, stimmt, das habe ich als Kind auch gerne gemacht, aber dann als Erwachsene total aus den Augen verloren. Vielleicht sollte ich das auch wieder mal aufgreifen. Also ich finde das einfach auch schön, so sich gegenseitig zu inspirieren oder so Denkanstöße zu geben. Das ist auch der Grund, warum ich diesen YouTube-Kanal befüllen möchte mit Leben, mit Erfahrungen, mit Gedanken und Emotionen. So kann sich jeder für sich auch etwas mitnehmen, was für ihn gerade passend ist, entweder als Erinnerung oder als Denkanstoß oder als Impuls, etwas Neues mal auszuprobieren. Ja, ich hoffe, das hat euch so halbwegs gefallen und Spaß gemacht, mir zuzuschauen und mir zuzuhören. Ich denke, ich werde euch nächste Woche zu meinem Malkurs auch wieder mitnehmen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da dann machen werden, welche Aufgaben wir da bekommen werden und ich freue mich schon sehr drauf. Und ich wünsche euch eine angenehme Woche bis dahin und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.